Ich habe neben der Schule, weil ich ein bisschen Geld verdienen wollte, einen Samstagsjob gemacht bei einem Juwelier im Verkauf und bin dann eigentlich immer näher an die Produkte, an die Uhren rangekommen und mich hat das dann immer mehr interessiert. Wie funktioniert die Technik und wie kann man sowas bauen und wie kann man so etwas reparieren, das hat mich dann immer mehr fasziniert und dann habe ich mir gedacht, das kann man doch irgendwo lernen und dann bin ich auf die Schule gekommen. Also Eigenschaften, die man für die Uhrmacherei mitbringen sollte, sind eigentlich Ausdauer mit der Geduld, Konzentration, das saubere Arbeiten und stundenlang an einer Sache konzentriert arbeiten zu können. Man muss sich mit seinen Augen wirklich konzentrieren, es geht sehr auf die Augen und man muss auch schauen, dass man eine aufrechte Haltung hält. Dafür sind die Tische dann eigentlich dafür eingestellt und man braucht nicht unbedingt ruhige Hände haben, man muss sich wirklich darauf einstellen und das erlernen wie ein Musikinstrument, wie man die Pinzette hält und den Schraubenzieher, ohne dass man Kratzer und irgendwas hinterlässt. Man kontrolliert eigentlich alle Bestandteile des Uhrwerks, sowohl Schraube als auch Zahnrad und stellt dann eigentlich größere Verschmutzungen oder Beschädigungen fest und diese werden dann in der Reinigung des Uhrwerks, das was dann quasi demontiert wird, gereinigt wird, werden dann diese Fehler ausgebessert, nach der Reinigung das Uhrwerk kontrolliert, eingestellt, reguliert, bei einer Kleinuhr zum Beispiel, auf die Ganggenauigkeit und dann werden die Uhrwerke dementsprechend geölt mit den passenden Ölen und Fetten, denn so ein Uhrwerk soll in der Regel 5 bis 7 Jahre lang laufen. Am meisten macht mir eigentlich Spaß die Finissage einer Uhr, also der Schleif von Uhrwerken. Also die Überarbeitung, auf das lege ich besonderen Wert, auf schöne geschliffene Kanten, polierte Flächen, schöne Schliffe in einem Rad. Ich bin eher so gewesen, ich wollte immer gleich alles sofort und alles schnell machen und alles schnell fertig haben. Und das ist mir dann bewusst geworden, in der Uhrmacherei geht das nicht. Da muss man sich Zeit nehmen, Geduld haben und da kämpft man manchmal mit sich selbst. Dadurch, dass die Nachfrage der Uhrmacher so groß ist, ist es teilweise so, dass die Firmen uns selbst Anfragen schicken, nach der schulischen Ausbildung und Jobangebote schon quasi machen beim Betriebspraktikum. Und es ist jedem selbst überlassen, arbeite ich jetzt bei einer Firma in Österreich, in der Schweiz oder in Deutschland. Ja, die Schule ist sehr familiär und wir sind auch im Internat sehr viel zusammen, verbringen eigentlich die meiste Zeit in der Woche beieinander, sowohl HTL, Mechatroniker, als auch Uhrmacher. Ich habe schon immer irgendwie gut mit kleinen, filigranen Dingen gekonnt. Und ich war schnuppern hier und war zugleich die Faszination einfach da. Und ich war so, okay, ja, das will ich machen. Überrascht hat mich, dass wir das Unterrichtsfach Edelsteinkunde haben, was mir aber auch voll gefällt, weil wir eben nicht nur über die Technik der Uhren lernen, sondern auch alles rundherum, Gold, wie es hergestellt wird, woher es überhaupt kommt. Und nicht nur von Gold, sondern auch Platin und so weiter. Also es geht wirklich tiefer in die Materie hinein. Das ist echt cool. Also wir haben eine Idee, wir wollen irgendwas machen und wir lernen in dem Fach CKPM, technisch zeichnen sozusagen. Zuerst auf dem Papier und dann auch in richtigen Programmen, wie man ein Bauteil konstruiert. Und dann natürlich in der Werkstätte, ob es Bohren, Fräsen und irgendwas ist, lernen wir alles. Wir arbeiten da auf Tausendstel Millimetern. Also das ist schon ziemlich klein. Und manchmal hast du so, dass du nur minus 0,01 Millimeter drunter sein darfst. So viel Abweichung darf sein von dem Maß, das du machst. Die HTL Karlstein ist eigentlich in Österreich eine Unikatschule. Wir sind die einzige Uhrmacherschule in ganz Österreich mit einer sehr langen Historie, seit 1873 als K&K Uhrmacherschule gegründet. Wir haben ein sehr breites Fach von der Turmuhr bis zur Kleinuhr, bis zur Taschenuhr, bis zur Armbanduhr und jeder findet irgendwo seine Richtung, die ihm besser gefällt. Also der eine ist mehr behaftet in der Anfertigung von alter historischer Ersatzteilen, Restauration, der andere ist lieber gerne in modernen Uhren oder geht irgendwo in die Uhrenindustrie und baut dort, konstruiert dort.
Wir haben nicht nur dieses Uhrmachen, Uhrerzeugen, sondern es ist quasi Instandhaltungsarbeiten von hochwertigen Uhren. Es geht natürlich auch um den Werterhalt bei solchen Uhren. Am Ende der Ausbildung bei uns in der Schule kommt die Berufs- und Reifeprüfung. Das heißt, früher war es die Gesellenprüfung, das heißt, es ist Berufs- und Reifeprüfung. Somit kann ich bei einem Uhrmacher, bei einem Juwelier zu arbeiten beginnen. Ist es nicht nur der Fokus auf die Werkstätte, sondern kann administrative Aufgabe im Uhrenbereich sein, kann Richtung Verkauf, der fachkundige Uhrenverkäufer oder die Uhrenverkäuferin sein. Aber es heißt ja im Prinzip Präzisions- und Uhrentechnik, also es ist sehr vieles artverwandt, das heißt, es sei jetzt Medizintechnik, Instrumentenwartung, Flugzeuginstrumente, Tachos, künstliche Horizonte, jetzt selbst Prothesenbau werden unsere Absolventen ganz gerne genommen. Wir sind ein kleiner Haufen an Uhrmachern in Österreich und jeder ist entweder bei uns in die Schule, in die Fachschule gegangen oder in die Berufsschule oder hat bei uns die Meisterprüfung gemacht. Und somit entsteht schon in diesen Ausbildungsjahren ein sehr gutes Netzwerk, das natürlich dann weiter im Berufsleben weiterhilft.